Das Study Buddy Projekt ist ein Projekt des Studentenwerks Schleswig-Holstein und wurde 2003 ins Leben gerufen. Was ist das Ziel des Projektes? Genau, in erster Linie ist eigentlich das Ziel, deutsche und internationale Studierende zusammenzubringen und eine Begegnung eben zu ermöglichen. Denn die Internationalen, die hierher kommen, haben oft leichte Möglichkeiten, andere Internationale kennenzulernen, aber eben ist es schwieriger, auch mal Kontakt zu Deutschen zu bekommen, gerade auch so im Freizeitbereich. Also unser Schwerpunkt liegt eben auf der Freizeit, gemeinsamen Freizeit, die sie verbringen. Genau, ja. Das sind Lucy und Anne. Beide haben sich bei dem Projekt an der CAU kennengelernt. Lassen wir sie sich doch einfach selbst vorstellen. Ich bin Lucy, ich komme aus China. Ich studiere Quantitative Economics auf Englisch und es ist schon mein 5. Semester. Ja, ich bin Anne, bin 22 Jahre alt, komme aus einer Kleinstadt zwischen Bremen und Hamburg gelegen und bin jetzt im ersten Mastersemester für Lehramt. Doch, wie habt ihr eigentlich von dem Projekt erfahren? Also, ich erinnere mich daran, ich bin durch die Uni gelaufen und habe links und rechts ein bisschen Ausschau gehalten und gedacht, neue Projekte einfach mal, vielleicht entdeckst du irgendwas. Und dann habe ich so einen riesengroßen Flyer entdeckt, der vorm Astor-Büro stand. Und dann stand eben drauf, Study Buddy, hättest du nicht auch Lust, neue Kulturen kennenzulernen? Und ich dachte, perfekt, was will man mehr? Auf jeden Fall, total gerne. Habe mir so einen Flyer mitgenommen und habe mich dann mal schlau gemacht. Und bin dann so auf die Internetseite vom Study Buddy Programm gestoßen. Also über so einen riesengroßen Werbebanner bin ich darauf gekommen. Also als ich erst in Kiel gekommen bin, hat eine Freundin mir gesagt, dass an der Uni gibt es ein Programm Study Buddy und kann ich mit welcher Link mich anmelden. Wo kommen die ausländischen Studierenden überall her? Das ist von bis. Also wir hatten, glaube ich, im letzten Semester aus über 50 oder 60 Ländern Study Buddies. Also kann man gar nicht so sagen. Ist ganz bunt gemischt aus der ganzen Welt. Also sowohl Europa als auch aus der ganzen Welt. Und da sind die ja auch bunt gemischt von denen, die nur für ein Semester hierher kommen, über Erasmus, oder die hier einen ganzen Master oder ihr ganzes Studium sogar hier in Kiel studieren. Genau. Anne kommt aus Deutschland, Lucy aus China. Wie verständigt man sich da überhaupt? Ja, genau, wir haben auf Englisch angefangen und ab und an habe ich dann mal so ein deutsches Wort mit reingeworfen oder Lucy hatte damals erzählt, was sie schon vielleicht kann oder was sie schon gelesen hatte oder hat sich getraut, mal irgendwie ein Wort auf Deutsch zu sagen, aber die Sprache war am Anfang erstmal auf jeden Fall Englisch. Und wie kann man sich fürs Projekt anmelden? Da geht man auf unsere Homepage www.studentenwerk.sh und findet dann eben das Study Buddy Programm, kann dort auch nochmal ganz viele Infos nachlesen, wie funktioniert das, wie läuft das ab und sich anmelden. Ist auch egal, an welcher Hochschule man studiert, also wir arbeiten ja hochschulübergreifend und ist auch egal, in welchem Semester man studiert, also man kann sich jederzeit einfach anmelden, wenn man Lust dazu hat und es geht ganz einfach, ja. Und dann gibt man eben so ein paar Sachen über sich an, natürlich den Namen, E-Mail-Adresse, damit wir einen Kontakt herstellen können und Sprachkenntnisse und vor allem aber Interessen und Hobbys. Und wir gucken dann vor allem auf die Interessen und Hobbys, dass das ein bisschen zusammenpasst. Gucken dann eben, wer passt zusammen und schicken dann eine E-Mail, guck mal, ihr seid jetzt ein Study Buddy Paar und ab dann können die Study Buddies selber entscheiden, wie oft sie sich treffen, wie der Kontakt aussieht und können es selber gestalten. 2 fremde Studenten werden also einfach zugelost. Das ist natürlich sehr aufregend. Wie verlief denn das erste Kennenlernen bei euch beiden? Und zuerst hatten wir über die E-Mail korrespondiert und dann haben wir beschlossen, man könnte ja, ich glaube, Handynummern austauschen, das war dann so der erste Schritt. Ja. Und dann haben wir beschlossen, wir treffen uns. Und dann sind wir in ein Café gefahren, hier in Zeven, und hatten uns getroffen. Und haben das also alles über soziale Medien mehr oder weniger geklärt, wussten ja noch nicht, wie wir aussehen und wer wir eigentlich wirklich sind. Wir bekamen so eine Art Steckbrief des jeweilig anderen, dass wir ungefähr wissen, was das für eine Persönlichkeit dann ist. Und dann sollte der Steckbrief von ihr zu meinem auch passen. Und auf Grundlage dieses Steckbriefs hat man dann versucht zu erfahren, ob wir ähnliche Persönlichkeiten sind oder auch nicht. Und dann sind wir im Café gelandet. Ja, und es hat mir überrascht, dass wir waren bis 22 Uhr im Café. Ne? Ja, und wir haben uns Nachmittag schon getroffen. Ja. Wie gefällt euch das Study Buddy Projekt? Sehr gut. Ja, nur so hat man halt Möglichkeit, Erasmus-Studenten kennenzulernen, auch wenn man eben keine Fremdsprache studiert. Mir gefällt das Programm an sich, weil ich es ziemlich cool finde, dass es erstmal eine sehr junge und studentische Bewegung in dem Sinne ist,
als dass sich ja auch wirklich nur Studenten da anmelden können, sei es jetzt, dass sie eben Deutsche oder Erasmus-Studierende sind. Und dass auch die Betreiber oder die Leute, die das Ganze organisieren, auch selbst total jung noch sind und in diesem Gedankengang der jugendlichen Menschen noch total drin sind. Also dass sie total nachvollziehen können, dass man sich erstmal über soziale Medien kennenlernt und nicht, dass sie gleich hier so ein Rendezvous ausmachen wollen oder sowas. Also das finde ich schon ziemlich gut und dass auch überall damit geworben wird, dass man Flyer sieht oder kleine Plakate. Also es ist schon präsent, wobei ich glaube, es war mal präsenter, als es mittlerweile ist. Was sagen andere Teilnehmer? Wie ist das Feedback? Ja, gut. Wir haben vor allem Deutsche, die fragen wir eben am Ende des Semesters immer wieder an, wollt ihr wieder teilnehmen? Und dann haben wir einen hohen Rücklauf von denen, die nochmal teilnehmen oder sogar über mehrere Semester oder Jahre immer wieder sich neu vermitteln lassen und es mitgestalten. Wir haben auch seit dem letzten Semester ein paar Study Buddies, die mithelfen, die Veranstaltungen eben zu planen, zu organisieren, zu überlegen, was kann man da machen. Und da ist positive Resonanz und auch die Internationalen empfinden es als sehr hilfreich. Ja, jemanden an der Seite zu haben, gerade in ihrer ersten Zeit in Kiel. Ja. Und was sagt ihr abschließend? Also wenn man interessiert ist daran, neue Persönlichkeiten kennenzulernen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, also nicht nur aus irgendeinem südeuropäischen Land, sondern wirklich aus Asien oder Australien oder den USA oder so, ist es perfekt, denn dann hat man direkt diesen Anknüpfungspunkt und am Anfang ist es ja auch so, dass man oft in diesen öffentlichen Gesprächen, die das Study Buddy Programm anbietet, dass man gemeinschaftlich essen geht, dass man da dann schafft, erstmal übereinander was zu erfahren. Also schön ist natürlich immer, die Study Buddies zu erleben, wenn sie sich treffen und einfach ins Gespräch kommen und Interesse aneinander haben und ganz viel Neugier. Und schön war von einem Study Buddy Paar zu hören, wo eben die Deutsche dann auch ihren Buddy in Ghana besucht hat oder das zumindest geplant hatte. Ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen ist, aber das ist eben schön und das ist sozusagen ja unser Endziel, dass eine Freundschaft entsteht, idealerweise. Genau, ja.